المدد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jeden Freitag ruft der Herr Gläubige an und sagt: Oh, ihr Gläubigen, lasst alles liegen, worauf eure Hand auch stehen mag. Alles liegen lassen, alles Arbeit, alles Shoppen, Geschäfte, alles liegen lassen und kommt zu mir. Rennt um euer Leben und lauft zu mir. Einmal, wenigstens einmal in der Woche, ein Tag, innerhalb 7 Tage, Freitag und mindestens eine Stunde, wenigstens eine Stunde am Freitag, sodass ihr für mich seid. Und wenn ihr für mich seid, das bedeutet, ihr seid für eure Spiritualität, für eure spirituelle Seite, was euch am Leben hält und nicht eure physische Seite. Jawohl, du bestehst aus 2 Teilen. Du hast 2 Wesen, das physische Wesen und das spirituelle Wesen. Und der Mensch, nonstoplich, tagtäglich, rennt hinter seinem physischen Wesen her und alles, was er macht und tut und sagt und hört, ist für sein physisches Wesen, für sein Ego. Und er verbraucht seine Kraft, was Allah ihm gegeben hat für diese Welt, um zu überleben und um wieder zurück zu Allah zu finden, verschwendet und verbraucht er hinter diesem Wesen sein Ego. Wahrlich, jeder Mensch wird in diese Welt hineingeboren mit einer Atomgröße spirituelle Kraft. Und wenn wir sagen Atomgröße, also winzig, so winzig wie Atom, aber so mächtig wie Atom. Das ist nur ein Beispiel. Wenn man eine Atommacht ist, kann man die Welt beherrschen. Was denkst du, wenn du aus deiner Atomgröße spirituelle Kraft eine Allmacht machst? Wenn du das vermehrst, diese winzige Atomgröße spirituelle Kraft, wenn du immer für Allah da wärst und immer mehr Kraft bekommen würdest, was würde aus dir werden? Eine Allmacht. Du könntest Welten beherrschen, nicht nur diese Welt. Und denk nicht, die Menschen laufen hinter ihrem physischen Wesen her, weil sie Angst haben, wenn sie nicht alles für ihr physisches Wesen tun würden, sie würden nicht mehr überleben hier auf Erden und existieren können oder laufen können, sich bewegen können, weil sie denken, sie brauchen das Essen und Trinken, alles, was das physische Wesen so verlangt. Und denkt ihr wirklich, das physische Wesen hält euch am Leben? Das Essen und das Trinken hält euch am Leben? Wir könnten nicht in einen Fass voller Suppe reintun oder Proteine und Kohlenhydrate und dann sagen, nun stirb nicht, mögest du auf ewig leben.
Das wirst du nicht schaffen. Das Essen und Trinken gibt nicht das Essen und Trinken gibt in Wirklichkeit dir die Kraft und Energie. Was ist das für eine Energie? Das ist doch, muss doch von irgendwoher kommen. Diese Energie, das ist nur eine Ausrede, das ist nur eine Täuschung oder Vertuschung der Wahrheit. Der Mensch glaubt dir, wenn ich das esse, wenn ich das trinke, bin ich am Leben. Das stimmt nicht. Du bist am Leben mit dieser Atomgröße Kraft, was Allah dir gegeben hat. Aber wenn das verbraucht ist, bist du tot. Deshalb sagt der Herr über die Heiligen, wenn sie die Welt verlassen haben, sagt nicht über die, die für Allah gelebt haben, sie wären gestorben. Sie sind niemals gestorben. Warum? Weil sie haben diese Atomgröße Kraft vermehrt und nicht verschwendet. Und wenn sie wieder auferstehen mit ihrem Originalkörper, sie brauchen kein neues Körper. Aber wir alle, die verschwendet haben, hinter Essen und Trinken und hinter unserem physischen Wesen hinterher zu laufen, diese Kraft verschwendet haben, wir bekommen einen neuen Körper, weil unsere Original verwest ist, gestunken hat und nichts wert war, Müll wurde. Und wenn du ein neues Leben wieder, einen Körper bekommst am Tag des jüngsten Gerichtes, Auferstehung, du bekommst einen neuen Körper, aber kein Licht. Die Heiligen kommen mit ihrem Originalkörper wieder raus, mit Licht. Wer mit seinem Originalkörper wieder aufersteht, der bekommt Licht Gottes. Und alles Dunkelheit wird Licht. Wenn nicht, dann du wirst mit einem neuen Körper wieder auferstehen, aber es wird dunkel sein. Möge Allah uns bewahren. Amen. Wenn wir es nicht geschafft haben, dann mögen wir mit Menschen zusammen auferstehen, die Licht haben, damit wir auch Licht haben. Die Wahrheit ist, was uns am Leben hält, ist diese Atomgröße spirituelle Kraft. Und wenn du das verschwendest, weil du nur hinter deinem Ego, physisches Wesen hier hinterhergelaufen bist und alles Wünsche dabei warst, alles deine Wünsche zu erfüllen, nutzlos, hoffnungslos und vergebens, dein Leben war vergebens. Deshalb, wenn versuche dein spirituelles Wesen hier zu stärken. Wenn Menschen das alles, was sie für ihr Ego tun, nonstoplich, wenn sie das 10% dessen für ihre spirituelle Seite getan hätten, sie bräuchten nicht mehr laufen, sie würden fliegen. Und wenn sie sich drehen, sie würden in der Luft drehen, nicht auf der Erde. Sie würden auf Wasser laufen, in der Luft fliegen. Sie würden nicht mehr tragen müssen, alles würde sie tragen. Und deshalb mindestens einmal in der Woche einen Tag und innerhalb dieser Tag eine Stunde für Allah zu sein, alles liegen lassen und für Allah, für das Spirituelle zu sein, das gibt uns Kraft, mindestens bis zum nächsten Juma, Freitag. Und nächste Juma müssen wir wieder zusammenkommen, für Allah da sein, damit wir wieder Kraft bis zum nächsten Juma haben. Aber wenn wir immer unser Tag und Nacht für Allah machen, dann alle Stunden, alle Tage sind Freitage. Hürmetul Habib, Hürmetul Fatiha. Taqabbalallah.